Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Suicide of Rachel Foster. Liebe Leute, auf mysteriöse Weise ist die verschlossene Tür offen. Wir haben draußen bei der Eingangstür, bei der Rezeption, Stiefel stehen gesehen, mit einer Wasserpfütze rundherum, also was darauf deuten lässt, dass da wer reinkämmer ist, zufällig. Derjenige muss auf jeden Fall einen Schlüssel haben. Also für das Hotel. Also kann es natürlich sein, dass es der Anwalt ist. Jedenfalls kein Geist, ne? Weil warum sollten Geister Gummistiefel anziehen? Oder Winterstiefel oder so. Das ist schon mal, was mir ein bisschen beruhigt. Okay, wir gehen dann los. Wir erkunden den Teil, den Lennart, unser Vater, schon vor Jahren restaurieren wollte, was nie passiert ist, weil er eigentlich nie das Geld dazu gehabt hat. Oh Gott, ich hab schon was gesehen. Gott, da können wir noch. Gut, es wohnt auf jeden Fall wer da, ne? Beweise für was? Transmissions, Car Engine ist unser Auto. Weather. Loads of snow. Storm expected around Christmas. Da ist ein Bild von der Rachel. Clinky Christmas. Eine leere VHS. Christmas 1980. Alter, das ist halt echt unser Auto. Da ist halt wirklich irgendwer. Ist die Rachel ist nicht tot. Na, ich glaube, vielleicht lebt sie wirklich noch. Da die Tage alle durch. Nicole Wilson, Montana High School Diplom. Small Town Girl. Nicole. Aber warum sind denn das Sachen von der Rachel? Things figure outside ballroom window. Strange lights. Helena Forest, Blow, Unknown, keine Ahnung. Scene 1987, Dining Room Hotel. Okay, also ist ja doch irgendwie so Geisterjägermäßig. Unterhosen. Süß. Irving. This should work. Okay. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. Da, What does all verrückt. this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick.
It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. Mhm. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Day after Was? day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Wer bist Who du? are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. Kirche? In its dark world made of silence and prayer, there shone only Was ist one der star, Bruder von ihr? his wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. Hm. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was... your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Yeah. Ich war eifersüchtig. I didn't hate your sister. I was just Genau. jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Du bist derjenige, von dem ich... I want to know what you want from me.
You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Aber was hab ich damit zum Tor, wenn ich ehrlich bin? Also halt wirklich, das verstehe ich noch nicht ganz. Was piepst da jetzt? Weil. Und ja, sie hat sie anscheinend jetzt doch, also sie hat sie halt wirklich selber umgebracht. Denke mal. Eben, ja, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat wahrscheinlich oder so. Weil halt die Leute so geredet haben und so weiter. Aber warum denkt er jetzt, dass ich schuld bin? Er denkt ja eigentlich, dass ich irgendwie schuld dran bin. Weiß ich noch nicht, warum. Das werden wir aber herausfinden. Hey, ihr habt gleich gewusst, dass es jetzt der Irving war, weil das zweite Telefon da führt. Und ich weiß gerade nicht, ob ich das jetzt sogar nur unheimlicher finde. Da war halt mal ehrlich gesagt der Geist lieber gewesen, als wie wenn ich jetzt weiß, dass da so irgendwo in dem Hotel ein Verrückter nur umherläuft, der mich vielleicht sogar umbringen. Nein, er mag mich nicht umbringen, ne? Er mag ja, dass wir irgendwas schaffen, was er auch nicht geschafft hat zuvor. Schauen wir mal. Ja, gut, das hat halt bestimmt mit der Rachel zum da. Oh. Schauen wir einfach mal weiter. Ob das davon wieder zugesperrt ist? Kann schon sein, gell, dass er uns wieder eingesperrt hat, aber ich geh jetzt nicht mehr zurück. Boden, okay. Voll schön da draußen. Ich würde jetzt gern draußen umhergehen. Zeichnungen. Wir haben ja auch gern zeichnet, gell? Also die Nicole. Seht ihr, ich benutze jetzt einfach nur. Ist die Tür zugegangen? A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. Oh. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. Ah, ich soll die Türen aufmachen. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light.
In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Ah! Ih! Alter, scheiße, wenn sie jetzt wirklich herausstellt, dass I. Hey, Rachel! Sprich zu mir! Sag mal, was passiert ist. Okay, jetzt wird's spannend, Leute. Ich glaube, mit dem Gerät wird da nichts. Okay, nee. Vielleicht mag sie anders mit uns kommunizieren. Sie schreibt gern anscheinend. Lennarts Gedanken. Rachel. Ist es die Rachel? Thinking from mathematics. The light of Egypt. For children. Oh. Ja gut, da gibt's jetzt irgendwie gar nichts mehr. Gott, da drüben noch, gell? Ein Schlüssel. Für unser Auto. Das ist der Autoschlüssel. Ranking. Rachel, Lennart. Checkmate. Rachel, Lennart. Ein Bauer.
Vielleicht meinen sie nicht mich mit Murderer. Die Tür ist wieder offen. Bitte bleib offen, bleib offen, bleib offen. Ja, okay, so geht's auch. Die Tür ist offen, das heißt, sie war vorher wirklich zugesperrt. Irving? Ich glaube halt nicht, dass ich jetzt einfach so gehen darf, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, was ist mit dem Museum? Da war ja nur das Museum. Ah! Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her. Nein! And I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain. Maybe better than anyone. Jetzt habe ich gesagt, dass ich sie hasse. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Meine Autotür? Oder von welcher Tür redest du? Wo ist denn nur die verschlossene? Es gibt keine... Es ist einfach nur die Autotür, oder? Ich wollte jetzt da nochmal schauen. Wo wir da hinkommen. Das ist ja auch ein Raum. Wo wir eigentlich noch gar nicht drin waren, oder? Ja, genau, da war die Zwischentür. Da mache ich lieber ganz schnell... Obwohl, da war nur... Da habe ich mich so einen Zettel gesehen, wie ich das Video geschnitten habe. I left you the dynamo flashlight. You will have to work a little to make some light. Haha, Ben. Okay. Was ist da drin, Leute? Es ist der Last Door, aber die ist ja schon offen. Man hört immer das Flüstern. Ich meine dann immer, ich kann da vielleicht reden mit ihr oder so, aber geht nix.
Also ich hoffe wirklich, dass ich jetzt da nur reden kann mit dir über das Gerät, weil sonst war das sehr umsonst eigentlich, ne? Ehrlich gesagt. Das schaut unheimlich aus, wenn man von da kommt. Dann war das Gerät eigentlich nur da, um uns Angst zu machen. Nee, nee, nee. Ah! Ah! Hm. Ich gehe jetzt einmal zum Auto. Ich habe ein bisschen Kopf gekriegt jetzt irgendwie. Oder die Eingangstür. Oh Gott. Schauen wir mal zur Eingangstür. Schauen wir mal. Glaube ich aber nicht, weil ich kann da gar nichts. Nee. Nee, nee. Da ist ja Claire oben gestanden. Boah, da waren schon wieder so. Boah, Ganselhaut. Scheiß drauf, wir gehen uns im Auto. Open the last door. Was ist the last door? In Claires Auto. Bin da. Kofferraum. Das ist ja nicht unser Auto. Jetzt habe ich eine Decke. Wofür? Und ich bin ein bisschen verwirrt gerade, glaube ich. Ich habe eine Decke. Was ist in dieser Decke? Wasche sie. Wasch sie. Okay, also auf das wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen, dass ich mit der Decke jetzt in den Waschraum muss.
Das ist schon Zeit für Folgenpause. Ich glaube, es ist Endgame, liebe Leute. Ich werde jetzt mal weiterspielen. Das ist das gleiche, was ich jetzt auch habe übrigens. Blut, ja. In Mams Auto. Oh God. How could I have forgotten? Was? Die Zahnspange. I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It Ja. was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Claire sind ja wir. It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. Was? And then Anna Claire, die Mutter. Die Mutter. she put her ja. hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Oh, Claire said she'd shit. cleaned it. She'd cleaned it. Go on. I don't... Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead.
We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. Naja, die waren nur Kinder, Mann. Die haben das halt nicht checkt. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see. Beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Ah! Is that you? Aber irgendwann doch die Leiche von der Rachel ist gefunden worden da. Ja klar, die Leiche ist ja gefunden worden. Es hat dann so ausgeschaut, als wäre sie gestürzt oder so. Hä? Aber das erkennt man doch, wenn wer umgebracht worden ist oder ob wer gestürzt ist, oder? Geh doch ans Telefon. Huh? Nee! Halt, stopp! Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. Oh nee. It's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Nein! Nicole. Wait a sec, let's talk. And there's also my scene. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Das Klirren ist da. Schade, ich kann dieses
Ding nehmen wir her, nehmen wir unsere Gegenstände. Radio. Redet sie mit uns? I'll stay here with you, Daddy. Mom, we will bring back the timberline to its fortune, together. We'll be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger, just love. Ich habe die Gangschaltung nicht benutzt, gell? Also ich lebe noch. Ah nö, schade. Ich hätte mir gedacht, vielleicht singen wir doch nur irgendwas. Ey, wirklich, ich muss sagen, seit langem wieder eins der coolsten Spiele, die ich gespielt habe. Wirklich. Da hat einfach alles passt, finde ich. Was für mich ein gutes Spiel ausmacht. Sogar ein bisschen Grusel war dabei. Ich habe mir vielleicht ein bisschen zu viel reingesteigert, kann auch sein, weil im Grunde ist eigentlich gar nichts passiert, aber ich habe sehr viel Angst gehabt in manchen Stellen, wirklich. Ja. Mann, ich habe jetzt zum Schluss die Gangschaltung nicht betätigt, liebe Leute, ne? Wir können das jetzt auch so einfach machen, dass ich mich dann doch nur umentschieden habe. Dass ich dann einfach weggefahren bin. Also das finde ich jetzt echt nicht cool, dass er sie dann auch noch umbracht. Also zumindest vorgehabt hat, dass er sie umbringt. Weil das bringt gar nichts. Gar nichts bringt das, ja. Aber, ja, keine Ahnung. Also die Mutter war's, die Claire hat die Rachel umgebracht. Aber was ich mir trotzdem frage, weil, habe ich ja schon erwähnt, die Leiche von der Rachel ist ja gefunden worden und es ist ja behauptet worden, es ist da Selbstmord und sie ist da runtergesprungen oder so. Und ich denke mir, das müssen die Leute doch, da wie nennt man die Forensiker oder keine Ahnung, die müssen das doch wissen, was da, die müssen das doch gesehen haben, dass es kein Selbstmord ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn es mit einem Baseballschläger, mit einem Eishockeyschläger totgeschlagen worden ist. Hä? Naja, am Schädel, ein Eishockeyschläger und dann, wenn es runterfliegt. Ja, aber die kennen ja, ich meine, gut, das ist jetzt nicht, das spielt ja nicht in unserer Zeit jetzt und so, ne? Aber ich meine, weil die kennen ja den Zeitpunkt und so ja schon immer feststellen und die, ich weiß, also ich glaube, die wäre, also in echt, wären die sicher draufgekommen, dass das kein Selbstmord gewesen wäre. Oder so ähnlich.
Aber ich weiß es nicht, so gut kenne ich mich da ja auch nicht aus, gell? Aber ja, geiles Spiel, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch auch an den manchen Stellen so angeschissen wie ich. Der coole Part war das mit den Geisterjäger. Das war echt cool, wo man sich das Video angeschaut hat. Da ist bei mir dann richtig losgegangen, als ich Angst gehabt habe. Und ja. Und dann zum Schluss einmal mit Irving, dass der doch eher da umhergeistert und die Schritte, was man auf die markiert hat im oberen Stock, das war halt der Irving, ne? Weil der ja da oben da gewohnt hat. Und jetzt kommt's mir gerade, wie wir das allererste Mal im ersten Stock waren. Da sind wir dann wieder rausgelaufen, also nach unten, wieder den ersten Stock runter und da hat man bei einer Tür, man hat da irgendwas gehört. Kann natürlich auch der Irving gewesen sein, gell? Cool. Mhm. Aber wer hat die Puppen da aufgestellt? Kommt mir gerade. Weil der Irving... Ja, es kann eigentlich im Grunde nur der Irving gewesen sein, aber... Er hat jetzt zum Schluss ja auch gesagt, er hat ja selber nicht gewusst, was da jetzt war, so, ne? Also er war sich auf jeden Fall sicher, dass es kein Selbstmord war. Aber woher hat er jetzt gewusst, dass das da mit dem Eishockeyschläger irgendwie... Also wisst ihr, das mit den Puppen, wo das nachgestellt war oder so? Ja. Naja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Projekt von mir wieder. Bis dahin. Ciao.